Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Damit es ganz klar ist, ich habe nicht den geringsten Grund als Parteivorsitzender der CDU, dass wir nicht den Mut und die Kraft aufgebracht haben, schon früher die gesetzlichen Regelungen zu treffen, die jetzt getroffen wurden. Guten Abend, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu den Tagesthemen. Rainer Barzel ist zurückgetreten, jetzt sieht Bundeskanzler Kohl so am Abend in Fernsehinterviews eine Kampagne auf sich zukommen. Manche Erschütterungen durch Flickmillionen wären unserer Republik erspart geblieben, wenn man schon vor 10 Jahren die Schleichwege für Spenden verstopft hätte. So wird das Thema Flick wohl noch einige Zeit auf der Tagesordnung bleiben. Inzwischen dreht sich das Nachfolgekarussell für den Stuhl des Bundestagspräsidenten. Aussichtsreichster Kandidat nach unseren Informationen heute Abend Philipp Jenninger, Staatsminister im Bundeskanzleramt und bisher Verhandlungsführer mit der DDR. Rainer Barzel hatte heute nach knapp 3 Wochen öffentlicher Diskussion über angebliche Flick-Honorare von rund 1,6 Millionen Mark das zweithöchste Amt der Bundesrepublik verlassen. Früher einmal ging es dem ehemaligen Flick-Gesellschafter Max Päffgen um Rainer Barzels Wohl. Heute hat seine Aussage jedenfalls das politische Schicksal Barzels besiegelt. Die Aussage nämlich, dass Flick erst dann mit dem Frankfurter Anwaltsbüro Paul in Kontakt getreten ist, als klar war, dass Barzel dort tätig sein würde. Spätestens damit gab es für Rainer Barzel keine Rettung mehr. Um 11:55 war dann durchgesickert, dass Barzel sich krank gemeldet hatte. Eilig traf sich die CDU-Fraktion. Inzwischen hatte sich unter den Journalisten blitzartig die Meldung von Barzels Rücktritt herumgesprochen. Erste Reaktionen von Unionsabgeordneten. Ich habe das vor einer Minute gehört. Wir haben das zu akzeptieren und die Entscheidung ist offensichtlich eindeutig und klar gefallen. Es gab Umstände außerhalb des Untersuchungsauftrages, die ihre eigene Gewichtung gefunden hatten und Entwicklungen, die sich als unwiderrufbar jetzt erwiesen haben. Und den Rücktritt Rainer Barzels notwendig gemacht haben? In meinen Augen ja, so wie die Dinge jetzt stehen, ja. Ich glaube, dass Rainer Barzel damit eine Entscheidung getroffen hat, die wohl auch mit der Stimmungslage in der Öffentlichkeit entspricht. Ich habe seine Gründe noch nicht gehört. Ich höre eben zum ersten Mal, dass er sich entschlossen hat, zurückzutreten. Was immer die Gründe sind, ich werde sie respektieren, aber ich werde sie nicht kommentieren. Kommt dieser Rücktritt nach Ihrer Meinung zu spät? Dazu kann ich nichts sagen. Als Gerhard Stoltenberg und Helmut Kohl eintrafen, hatte ein bissiger Spruch schon die Runde gemacht. Barzel hatte das reinigende Gewitter gewollt, am Ende hat ihn der Blitz getroffen. Die Fraktionssitzung der CDU und CSU dauerte nur Minuten. Die Abgeordneten wurden kurz von Barzels Entscheidung in Kenntnis gesetzt. Allgemeine Erleichterung war zu spüren. Direkt danach und nebenan eine eilig und provisorisch zusammengerufene Pressekonferenz. Der Öffentlichkeit sollte Authentisches geboten werden. Unter den Zuhörern auch Regierungssprecher Peter Böhnisch. Der Fraktionsvorsitzende Alfred Dregger zitierte zunächst aus dem Rücktrittsbrief Rainer Barzels. Nicht gemacht wird. Der Bundestagspräsident Dr. Rainer Barzel hat mir brieflich mitgeteilt, der politische und psychische Druck gegen ihn sei unerträglich geworden. Der Deutsche Bundestag müsse dringend zur sachlichen Arbeit zurückfinden. Seiner Verantwortung bewusst wolle er, Dr. Barzel, dazu beitragen und bitte einen anderen Bundestagspräsidenten zu wählen. Und dann noch ein Wort zur Solidarität in der Union. Rainer Barzel bleibt auch in dieser, nicht nur für ihn, sondern auch für uns schweren Stunde in unserer Gemeinschaft. Wir bekunden Rainer Barzel für seine Haltung, die er in Verantwortung für Staat und Union gezeigt hat, unseren Respekt. Wir danken ihm für seine politische Leistung, auch im Amt des Bundestagspräsidenten, das er in hervorragender Weise ausgefüllt hat. Wir wünschen ihm baldige Genesung in seiner angegriffenen Gesundheit und erwarten, dass er uns auch weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung steht. In der SPD-Fraktion hieß es, mit Barzels Rücktritt sei die Vertrauenskrise, in die der Flick-Konzern und ihm willfährige Politiker die Demokratie gestürzt hätten, noch nicht beendet.
Wir begrüßen diesen Rücktritt. Diese Entscheidung hat den Deutschen Bundestag von einer Belastung befreit, die durch Bekanntwerden immer neuer Details immer schwieriger geworden ist und zunehmend sogar unerträglich. Und ich glaube, Herr Dr. Barzel hat damit auch verhindert, dass das Ansehen, das er sich in einem politischen Leben erworben hat, völlig zerstört wird. Hätte Dr. Barzel Ihrer Ansicht nach also schon früher zurücktreten müssen? Wir haben schon in einem sehr frühen Zeitpunkt gesagt, wenn die Vorwürfe berechtigt sind und nicht entkräftet werden können, dann kann er nicht im Amt bleiben. Und er hat wohl von Anfang an gewusst, dass er nicht mehr sagen kann, als er im Untersuchungsausschuss gesagt hat. Und daraus folgt, dass er besser wohl schon sogleich zurückgetreten wäre. In der FDP-Fraktion betonte der Vorsitzende Wolfgang Mischnick, Barzels Lebensweg sei von vielen tragischen Umständen begleitet gewesen. Sein Entschluss verdiene deshalb besonderen Respekt. Es war mit diesem Rücktritt dem parlamentarischen System ein großer Dienst erwiesen worden. Gibt es für die Fraktion der FDP einen Zeitablauf für die Neuwahl? Wir hoffen, dass es noch in dieser Woche geschieht. Also morgen bereits? Das, wenn es möglich ist, wir hätten es gern. Nach Ansicht der Grünen hat sich Barzel selbst in seinen Widersprüchen und bizarren Darstellungen gefangen. Bei weiteren Vernehmungen könne er ohne Amt jetzt freier reden. Wir haben den Rücktritt des Herrn Dr. Barzels begrüßt, weil die Beweislast dermaßen bedrückend war, dass eigentlich der Rücktritt schon überfällig war. Das Schlimme an der Geschichte Barzel ist, dass es eigentlich nur die Spitze des Eisbergs ist. Die Korruptheit in der Politik ist eigentlich eine Normalität und dagegen geht es zu kämpfen. Wie wird Ihre Partei weiter handeln in dieser ganzen Flick-Affäre? Wir werden unsere Arbeit im Flick-Ausschuss vertiefen und werden weiterarbeiten an den Fällen, die bekannt geworden sind oder die in der Diskussion sind. Das ist der Fall Kohl. Der Bundeskanzler hat erst einmal andere Sorgen, die Nachfolge Barzel. Und wenn es ein Minister aus seinem Kabinett werden sollte, dann könnte sogar eine Kabinettsumbildung auf ihn zukommen mit neuen Problemen. Hat er schon einen Kandidaten? Die Absicht, unsere Beratungen der Fraktion oder der Partei vom Deutschen Fernsehen vorzunehmen. Sind Sie davon erleichtert nach der Entscheidung von Rainer? Wissen Sie, ich habe auch nicht die Absicht, jetzt noch einmal Ihre Nachkarterei nach all den Tagen weiter fortzusetzen. Wir tun unsere Pflicht. Wir haben jetzt zu beraten, wer der nächste Präsident des Deutschen Bundestags wird. Wir müssen es unter uns besprechen, wir müssen natürlicherweise mit den Kollegen der anderen Fraktionen sprechen und dann werden wir uns öffentlich erklären. Gehen Sie davon aus, Herr Bundeskanzler, dass der Bundestagspräsident noch diese Woche gewählt wird? Das werden wir in den nächsten Stunden wissen. Genau. Vielleicht ist das der neue Mann. Paul Mikat, Rechtsprofessor und Justiziar der Fraktion, den der Bundeskanzler hier in den Arm nimmt. Mikats Vorteile: Er gilt als absolut integrer Mann, ohne Affären, ohne Schatten in seiner Vergangenheit. Und er steht auf keiner Flick-Spendenliste. Ein unschätzbares Kapital in diesen Tagen. Aber er ist auch ein Freund Rainer Barzels. Er war es, der heute früh bei ihm war und ihm den Rücktritt nahelegte. Ob er den frei gewordenen Stuhl des Freundes am Ende aus persönlicher Rücksichtnahme doch ausschlagen wird? Auch er gilt als aussichtsreicher Kandidat, der innerdeutsche Minister Heinrich Windelen. Seine Vorteile: Er kommt aus Westfalen und damit aus der gleichen Hausmacht wie Barzel. Es wird heute über einen Nachfolger verhandelt werden. Sie, Herr Dr. Windelen, sind mit im Gespräch. Wie stehen Sie zu diesem Amt, das möglicherweise auf Sie zukommen kann? Auch dazu möchte ich mich hier nicht äußern. Und Richard Stücklen, er war es schon einmal. Sein Hut wurde von der CSU in den Ring geworfen, mit halbem Schwung, wie man hört. Sind Sie ein möglicher Nachfolger, Herr Dr. Stücklen? Ich weiß es nicht. Sie ständen bereit? Davon habe ich nicht gesprochen. Als heißester Favorit aber gilt seit 30 Minuten dieser Mann, Philipp Jenninger, Staatsminister im Kanzleramt und Vertrauter Kohls. Schon morgen könnte er gewählt werden. Aber auch diese Personalentscheidung fällt nicht ohne einen, zu dem sich Helmut Kohl vor einer Stunde auf den Weg machte. Auf den Weg zum CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß, der inzwischen ebenfalls in Bonn ist. Wenn Kohl und Strauß sich auf Jenninger einigen, dann könnte das Verfahren so laufen. Morgen werden die Fraktionen des Deutschen Bundestages unterrichtet. Danach findet die Wahl des neuen Bundestagspräsidenten statt. Man könnte es übrigens leicht vergessen. Er war heute zwar nicht zu sprechen und nicht zu sehen, aber um Rainer Barzels Schicksal ging es heute.
Nach den Erfahrungen der Politik wird er einsam sein in den nächsten Jahren. Der 60-jährige Rainer Barzel hat wie kaum ein anderer Politiker in Bonn schnellen Aufstieg und jähen Sturz erlebt. Seiner Fraktion ist er in manchen politischen Fragen vorausgegangen, besonders in der Ostpolitik. Sein größtes Ziel, Kanzler zu werden, hat er zweimal verfehlt. Als jüngster Minister in Adenauers Kabinett hatte Barzel 1962 seine Ämterkarriere begonnen. Schon 2 Jahre später stand er an der Spitze der Fraktion. 5 Jahre danach wurde er Vorsitzender der Partei. Als Spitzenkandidat der Union versuchte er im Jahre 1972 Bundeskanzler zu werden. Er scheiterte knapp im Parlament, als die CDU-CSU durch ein Misstrauensvotum den damaligen Bundeskanzler Brandt stürzen wollte. Ich stelle fest, dass der von der Fraktion der CDU-CSU vorgeschlagene Abgeordnete Dr. Barzel die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages nicht erreicht hat. Der Antrag der Fraktion der CDU-CSU. Ebenso groß war der Jubel bei der SPD, als Barzel noch im selben Jahr eine weitere Niederlage gegen den Wahlsieger Brandt hinnehmen musste. Ein Jahr später, im Mai 1973, Barzel auf dem Weg in die Fraktion, um seinen Rücktritt als Fraktionschef zu erklären. Die Mehrheit von CDU und CSU hatte den Beitritt der Bundesrepublik zu den Vereinten Nationen abgelehnt. Es ist für mich nicht möglich, in einer wichtigen Sache die Fraktion zu führen, wenn sie in der wichtigen Sache anderer Meinung ist als der Vorsitzende. Zumal ich hier eine Meinung vertreten habe mit dem einstimmigen Votum des Parteipräsidiums der CDU und aller Ministerpräsidenten der CDU und der CSU. Gleichzeitig mit seinem Verzicht auf das Amt des Fraktionschefs verzichtete Barzel auch auf eine neue Kandidatur für den Parteivorsitz und machte den Weg frei für Helmut Kohl, den die Delegierten im Herbst des Jahres auf dem Parteitag in Hamburg an die Spitze der CDU wählten. Materielle Entschädigung für den Verzicht fand Barzel zu dieser Zeit in der Frankfurter Anwaltskanzlei, die für Flick arbeitete. Im vergangenen Frühjahr hatte Barzel nach einem politischen Comeback als Minister die höchste Stufe seiner Karriereleiter erklommen. Gratulationen zum zweithöchsten politischen Amt der Republik. Barzel wurde Präsident des Deutschen Bundestages. Der Fall Barzel ist abgeschlossen, doch das Problem ist geblieben. Abgeordnete aller Fraktionen halten die bisherigen Verhaltensregeln für Parlamentarier für unzureichend. Besonders was die Angaben über die Einkünfte angeht. Auf Vorschlag der SPD wird sich nun der Ältestenrat mit einer Änderung dieser Regeln befassen. Danach sollen die Einkünfte aller Abgeordneten veröffentlicht, zumindest aber einer Kommission aus allen Fraktionen vorgelegt werden. Eine späte Konsequenz, aber immerhin eine. Zum Rücktritt von Rainer Barzel auch unser Kommentar von Ernst-Dieter Lug vom Westdeutschen Rundfunk. Wirkung und Ursache dürfen im Fall Barzel weder verwechselt noch vermischt werden. Der politische und psychische Druck, den der ehemalige Bundestagspräsident als Begründung für seinen Rücktritt beansprucht, ist nur das Produkt eines ursächlich bei Rainer Barzel selbst zu suchenden Fehlverhaltens. Es macht keinen Sinn, an der Logik der Abläufe herumzudeuten. Rainer Barzel fällt tief ins Nichts. Sein Abgang ist einer in Unehren. Bitter für einen Mann, der zu den seltener gewordenen Begabungen der deutschen Politik gehört. Ob jemandem die Attitüde, die Rhetorik oder gar die Anzüge Barzels nicht gefielen, ist eher ein erbärmliches Kriterium für die Beurteilung eines politischen Talents. Und doch ist gerade heute die unabweisbare Verstrickung Barzels in den schäbigen Flicknetzen noch einmal deutlich geworden. Im Untersuchungsausschuss, dort, wo die Querverbindungen zwischen Barzels Mitarbeit in einer Frankfurter Sozietät und dem Kalkül, den geschäftlichen Interessen anderer, entblättert wurden, und zwar zweifelsfrei. Hätte Barzel nicht vorher schon resigniert, er hätte spätestens heute Mittag den Hut nehmen müssen. Mit Barzel geht nicht irgendwer. Sein Rücktritt nach Lambsdorffs Demission im Sommer und dem, was noch folgen könnte, das macht 1984 zu einem tristen politischen Jahr. Was nun in Bonn? Das reinigende Gewitter, das der zurückgetretene Parlamentspräsident zu seinen Gunsten beschwören wollte, zieht noch lange nicht ab. Die
Gott sei Dank gescheiterten Amnestiepläne enthüllen nachträglich die Furcht der Autoren vor gravierenden Unwägbarkeiten. Es hilft nichts. Da muss man durch die Serie von Prozessen, die in Sachen Spendenaffären anhängig sind oder werden. Und durch den Untersuchungsausschuss, dessen Arbeitsende noch nicht abzusehen ist. Selbstheilungskräfte sind erwünscht, regeln aber nicht die Reinigung. Die Bundesrepublik wird dabei belastet. Sie wird es verkraften. Ernst-Dieter Lug kommentierte: Wenn es um Geldzuwendungen und Spenden vom Flick-Konzern ging, dann haben in der Bundesrepublik fast alle Parteien die Taschen bereitwillig aufgehalten. Der Unterschied war wohl nur, dass die einen mehr, die anderen weniger entgegennehmen konnten. Mindestens 25 Millionen Mark soll der Flick-Konzern in der Zeit von 1969 bis 1980 an CDU, CSU, FDP und SPD gespendet haben. Flicks Chefbuchhalter Diehl sei Dank für seine akribischen Aufzeichnungen. Doch nicht erst der damalige Flick-Manager von Brauchitsch fühlte sich als Herrenausstatter im politischen Bonn. Schon in der ersten Deutschen Republik hielt Konzerngründer Friedrich Flick sich Parteien und Regierende gewogen mit Spenden in Millionenhöhe. Juli 1972, Robert Schumann Saal in Düsseldorf. Friedrich Flick, Multimilliardär und Herrscher über ein gigantisches Industrieimperium, war im Alter von 89 Jahren gestorben. Neben Altbundeskanzler Erhard waren unter den Trauernden fast alle führenden Wirtschaftskapitäne und die herausragenden Köpfe des konservativen Lagers der deutschen Politik. Die deutsche Wirtschaftsgeschichte kennt nur wenige Namen, die unserem sozialen und wirtschaftlichen Leben seit der Jahrhundertwende so unverkennbar ihren arteigenen Stempel aufgedrückt haben, wie es Friedrich Flick in nimmermüdem Fleiß und schöpferischer Kraft zu vollbringen vergönnt war. Ein besonderes Charakteristikum dieses arteigenen Stempels blieb, wie es sich für Trauerfeiern gehört, verschwiegen: die dubiosen Geldgeschäfte des Friedrich Flick. Im Siegerland hatte Flick zu Beginn dieses Jahrhunderts mit dem Kauf der Charlottenhütte den Grundstein für den Konzernerfolg gelegt. Der junge Unternehmer galt als Finanzgenie. Sein größter Coup der 20er Jahre: mit Krediten kaufte er oberschlesische Hütten und Bergwerke zusammen. Die rasante Geldentwertung machte es ihm möglich, schon kurz drauf diese Kredite aus den laufenden Gewinnen zurückzuzahlen. Bereits Anfang der 30er Jahre gab es die erste Spendenaffäre. Der Flick-Konzern drehte dem Staat für 100 Millionen Mark Bergwerksaktien an, die an der Börse nur rund ein Viertel, knapp 25 Millionen wert waren. Ein warmer Geldregen war zuvor aus Flicks Kassen an führende Politiker geflossen. Später kassierten dann auch einflussreiche Nationalsozialisten größere Geldsummen von Flick. Dem Konzernherrn gelang es so, die Betriebe ausgeboteter jüdischer Unternehmer zu kassieren. Dies und der Vorwurf, in seinen Betrieben KZ-Häftlinge übel ausgebeutet zu haben, brachte Flick auf die Anklagebank der Sieger. Das Urteil 7 Jahre Haft. Flick verbüßte allerdings nur 3 Jahre. Eine der lukrativsten Branchen, in denen der ehemalige Wehrwirtschaftsführer der Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg das schnelle Geld machte, war seit den 60er Jahren das Rüstungsgeschäft. Der Kampfpanzer Leopard bei Krauss-Maffei gefertigt, wurde der Renner bei der Bundeswehr, geriet aber auch zum Verkaufsschlager im Exportgeschäft. Einer der wichtigsten Stützpfeiler des Konzerns ist die Papier- und Chemiefirma Feldmühle, erworben nach Art des Hauses. Kleinfunktionäre wurden einfach ausgetrickst, Steuervorteile so geschickt genutzt, dass Flick den Papierriesen fast umsonst zum Nulltarif bekam. Der Einstieg ins Autogeschäft nach dem Krieg brachte beträchtliche Gewinnsteigerungen. Knapp 100 Millionen Mark hatte das Aktienpaket der Daimler-Benz AG gekostet. In den 70er Jahren war das Börsenschmuckstück des Flick-Konzerns über 2,5 Milliarden wert. Alle Flickschen Beteiligungen hatten immer eins gemeinsam: sie brachten Geld oder Macht oder beides. So kontrollierte der fast 90-jährige Industriemagnat Anfang der 70er Jahre über 300 Firmen mit rund 1,25 Million Beschäftigten. Geschätzter Jahresumsatz ca. 18 Milliarden Mark. Juni 1972 in Kreuztal im Siegerland. Friedrich Flick wird im engsten Familienkreis zu Grabe getragen. Der Mann, der auf einer amerikanischen Rangliste der reichsten Männer der Welt immerhin den 5. Platz eingenommen hat. Zeit seines Lebens hatte der Konzerngründer eins vor Augen: alles Geld der Familie muss zusammengehalten werden, die Macht muss ungeteilt bleiben. Dafür müsse man mit allen Mitteln kämpfen. Selbst über Deutschlands Grenzen hinaus war der Flick-Konzern spendabel. In Salzburg wurde heute bekannt, auch die österreichische Volkspartei habe 1979 eine Flick-Spende über 200.000 Schilling bekommen.
Nach Ansicht der ÖVP eine völlig unbedenkliche Spende, denn schließlich kann Österreich einem deutschen Konzern keine Steuernachlässe gewähren. Und nun weitere Meldung des Tages in unserem Nachrichtenüberblick. Dritte Runde im öffentlichen Dienst. Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten bei Bund, Ländern und Gemeinden sind in Stuttgart auf den 8. November vertagt worden. Die ÖTV-Vorsitzende Wulf Mattis hielt an der Forderung ihrer Gewerkschaft fest, eine Arbeitszeitverkürzung durch 10 bezahlte freie Tage zu erreichen. Darüber hinaus hat die ÖTV Einkommensverbesserungen von 5% verlangt. Die Arbeitgeber hatten vor 14 Tagen 2,8% geboten. Eine Arbeitszeitverkürzung wird von ihnen bisher strikt abgelehnt. Debatte über Personalausweis und Gesundheitsschutz. Im Bundestag gingen heute die Auseinandersetzungen über die Einführung eines maschinenlesbaren Personalausweises weiter. Für die Opposition erhoben Sozialdemokraten und Grüne, aber auch der Datenschutzbeauftragte Einwände. Sie sehen darin Gefahren für die Privatsphäre der Bürger. Demgegenüber versicherten Abgeordnete der Unionsparteien und der Freien Demokraten, der neue Ausweis erfülle nicht nur alle Auflagen des Datenschutzes, sondern er sei auch sicherheitspolitisch zwingend. Zu einer kontroversen Auseinandersetzung kam es am Abend im Plenum auch über die Gesundheitsgefährdung durch Umweltverschmutzung. Grüne und Sozialdemokraten vertraten den Standpunkt, zunehmende Erkrankungen der Atemwege seien auf Umweltbelastungen zurückzuführen. Demgegenüber warnten die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen vor einer falschen Einschätzung der Ursachen und vor Panikmache. Protest gegen Sparpolitik. In Frankreich legten Beschäftigte des öffentlichen Dienstes für einen Tag die Arbeit nieder. Die Auswirkungen des Streiks waren unterschiedlich. So fielen im Nah- und Fernverkehr viele Züge aus. Die Pariser Metro fuhr dagegen. Erhebliche Ausfälle gab es im Flugverkehr, bei der Postzustellung und beim Schulunterricht. Zehntausende demonstrierten in Paris und anderen Städten für Einkommensverbesserungen in Höhe der Inflationsrate von über 7%. Die französische Regierung will die Gehälter im öffentlichen Dienst aber nur um 3% anheben. Verurteilter französischer Journalist freigelassen. Der afghanische Präsident Karmal hat den französischen Fernsehreporter Abu Shar begnadigt. Der konnte am Abend das Gefängnis verlassen. Abu Shar war zusammen mit Freiheitskämpfern in die Gewalt von afghanischen Regierungstruppen geraten und zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren verurteilt worden. Dieses harte Urteil hatte weltweit Aufsehen erregt. Es war als ein von Moskau gesteuerter Versuch bewertet worden, die Berichterstattung über die tatsächlichen Verhältnisse in Afghanistan zu unterbinden. Kampf um Ölpreis. Mit einer Reise nach Lagos hat Saudi-Arabiens Ölminister Yamani versucht, die nigerianische Regierung dazu zu bewegen, den Ölpreis wieder zu erhöhen. Yamani wurde von den Ölministern Mexikos und Venezuelas begleitet. Nigeria will als bisher einziges OPEC-Land sein Öl billiger abgeben, nachdem Großbritannien und Norwegen die Preise gesenkt haben. Yamani konnte die nigerianische Regierung bisher nicht umstimmen. Er will nun in Oslo mit der norwegischen Regierung über den Ölpreis verhandeln. Kraftwerk eingeweiht. Die Präsidenten Brasiliens und Paraguays, Figueiredo und Stroessner, haben an der Grenze zwischen beiden Ländern die ersten beiden Turbinen des Kraftwerks Itaipu angeschaltet. Wenn alle 18 Generatoren laufen, wird es das leistungsstärkste Wasserkraftwerk der Welt sein. Der aufgestaute See hat eine Fläche von fast 1500 Quadratkilometern. 1990 sollen hier 12.600 Megawatt Strom erzeugt werden. Die Kosten des Projektes werden auf fast 50 Milliarden Mark geschätzt. Knapp eine Woche ist der polnische Priester Popieluszko nun schon verschwunden. Entführt, offenbar weil er ein Fürsprecher der verbotenen Gewerkschaft Solidarität ist. 3 seiner Entführer sind jetzt, so die Behörden, gefasst. Einer von ihnen, ein Sicherheitsbeamter aus dem Innenministerium, war bereits gestern verhaftet worden. In seinem Wagen fand man heute Beweise für die Mittäterschaft. Regierungssprecher Orban nannte die Entführung eine Provokation, mit der staatliche Behörden nichts zu tun hätten. Polens Primasz Klemp befürchtet inzwischen, dass der Priester Popieluszko ermordet wurde. Heute Abend vor der Stanislauskirche, wo Jerzy Popieluszko Kaplan ist. Wie jeden Abend seit der Entführung versammeln sich Tausende zur Messe. Die Kirche ist nicht nur Ort des Gebetes, hier werden auch die neuesten Nachrichten ausgehängt. Hier kommen und gehen viele prominente Mitglieder der politischen Opposition.
Der Priester weist in seiner Predigt auch denjenigen eine indirekte Verantwortung an der Entführung zu, die Hass gegen Kaplan Popiełuszko verbreitet hätten. Wer gemeint ist, ist offensichtlich. Auch die polnische Regierung, die gegen den Priester immer wieder vorging, soll in die Verantwortung genommen werden. Heute Abend in der Hauptnachrichtensendung des polnischen Fernsehens. Spitzenmeldung ist die Entführung. Regierungssprecher Orban betont, die Tat sei ein Schlag gegen die Regierung. Dies sei eine politische Provokation. Die Regierung verurteile die Methoden des politischen Banditentums, welche Motive auch immer dahinter stünden. Orban, das ist klar, geht auf Distanz. Die Regierung muss mit allen Mitteln verhindern, dass ihr die Tat in die Schuhe geschoben wird. Ungewöhnliches ereignet sich im polnischen Fernsehen. Nach der Orban-Erklärung verließ der Nachrichtensprecher im Wortlaut eine Stellungnahme des polnischen Primas. Darin fordert Kardinal Glemp eine lückenlose Aufklärung über Gründe, Umstände und Täter. Der Kardinal gibt der Sorge Ausdruck, die Plage des Terrorismus könne sich auch in Polen ausbreiten. Glemp befürchtet, der Priester könne ermordet worden sein. Das Schicksal von Jerzy Popiełuszko ist ungewiss. Gewiss scheint dagegen zu sein, dass tatsächlich mindestens ein Beamter aus dem polnischen Sicherheitsapparat an der Entführung beteiligt war. Er wurde inzwischen angeklagt. 2 weitere Männer wurden verhaftet. Einen solchen polnischen Fiat hatten die Entführer benutzt. Das Auto führte auf die Spur des Sicherheitsbeamten aus dem Innenministerium. Spürhunde der Polizei drängten immer wieder zum selben Wagen, nachdem sie an Kleidern des Entführten Witterung aufgenommen hatten. Popiełuszko, auch das ist inzwischen bekannt, war in den Kofferraum geworfen worden. Im Auto des Festgenommenen fand die Polizei Haare des Priesters. Er hat eine entscheidende Rolle. Der Fahrer des Entführten ist der einzige Augenzeuge. Doch bisher blieb die wichtigste Frage unbeantwortet. Wie groß ist die Beteiligung von Mitgliedern der Sicherheitsbehörden, die offenbar außerhalb der Kontrolle der Regierung Entführungsaktionen gegen die politische Opposition durchführen? Ob der Fahrer, der aus dem Entführerauto sprang, darüber Auskunft geben kann, darüber bewahrte auch er bisher Schweigen. Als Wunderwaffe gegen den Krebs ist es jahrelang gefeiert worden, das Interferon. Doch der Jubel über die winzigen Eiweißkörper war verfrüht. Was das Interferon alles kann, das wissen die Forscher auch 27 Jahre nach der Entdeckung dieses Stoffes noch immer nicht genau zu sagen. Auf Einladung des Deutschen Krebsforschungszentrums trafen sich in dieser Woche 700 Wissenschaftler aus aller Welt in Heidelberg, um über den Stand der Interferonforschung zu beraten. Sie stellten heute fest, der große Durchbruch bei der Krebsbehandlung sei bisher ausgeblieben. Bei einer Reihe von Viruserkrankungen jedoch gebe es Interferon-Erfolge. Medizinische Poliklinik der Universität Heidelberg. Ein Patient wird untersucht, dem man heute nicht mehr ansieht, dass er noch vor wenigen Monaten sterbenskrank war. Der 47-jährige Dieter Bummel hat seit 8 Jahren Leukämie, Blutkrebs. Nachdem klassische Behandlungsmethoden bei ihm nicht anschlugen, stimmte er im April dieses Jahres einer Interferontherapie zu. Die Spritzen, über mehrere Wochen injiziert, brachten durchschlagenden Erfolg. Bereits nach 8 Tagen verschwanden die kranken Zellen aus seinem Blut. Die Situation war so, dass wir Anfang des Jahres eine amerikanische Publikation gelesen haben, in der von Erfolgen von Alpha-Interferon die Rede war. Wir haben dieses gleich aufgegriffen. Meine Mitarbeiter haben die Substanz besorgt. Das war anfangs etwas mühsam. Und wir haben bei einigen wenigen Patienten, die an diesem Krankheitsbild, nämlich einer besonderen Form der Leukämie, der Haarzell-Leukämie leiden, sofort behandelt. Und der Behandlungserfolg gibt uns recht. Wir haben das, was die Amerikaner erreichen konnten, auch sofort reproduzieren können. Wenngleich der Preis, den unsere Patienten dafür bezahlt haben, doch etwas größer zu sein scheint als in der amerikanischen Publikation angegeben. Mit Preis sind nicht etwa die Kosten für das Präparat gemeint, das noch gar nicht offiziell zugelassen ist, sondern die qualvollen Begleiterscheinungen während der Behandlung. Meistens fing das 3 Stunden nach der Injektion an, mit Schüttelfrost und Kältegefühl. Und das dauerte so 2 Stunden und dann ebbte das ab und die Fieberschiene setzten dann ein. Also keine starken, aber so bis maximal 39 ungefähr. Dann abgeschlagen, also über die ganze Zeitspanne während der Behandlung war dann Abgeschlagenheit und Schlaflosigkeit dominierend und Schwächegefühl, Muskelschmerzen und Gliederschmerzen.
Monatelange Qual nahm auch diese Patientin in Kauf. Ihre Krankheit, Plasmozytom, ebenfalls eine seltene Form von Blutkrebs, gilt als unheilbar. Eine Interferontherapie sollte bei ihr wenigstens die Zellwucherungen aufhalten. Doch ein Erfolg blieb aus. Ja, das Krankheitsbild der Patientin verschlechterte sich sogar. Interferon wurde daraufhin abgesetzt. Jetzt wird Frieda Herrmann wieder mit herkömmlichen Methoden behandelt. So, ja, ich habe halt diese Erfahrung gemacht, dass es nicht das verspricht, was es in der Zeitung steht. Es wird ja sehr viel darüber geschrieben und danach ist es ja wunderbar. Und Dr. Ho hat mir gleich gesagt, es ist nicht alles so, aber ich war bereit, das auszuprobieren und habe eben die Erfahrung gemacht, dass es doch nicht so gut ist. Wir sind heute durchaus viel kritischer, als es vor einigen Jahren vielleicht gelegentlich erschien. Wir wissen heute, dass Interferon sicherlich nicht ein Universalmittel gegen Krebskrankheiten und gegen Virusinfektionen darstellt, dass es jedoch einzelne Krebsformen und einzelne Viruserkrankungen gibt, bei denen Interferon schon erfolgreich eingesetzt werden kann. Im Klartext: positive Wirkungsergebnisse bislang nur bei einigen seltenen Formen von Leukämie, bei Gürtelrose, einer bestimmten Hornhauterkrankung des Auges, bei Kehlkopftumoren von Kindern und etwa bei Virusinfektionen der Hirnhaut oder der Lunge. Nicht viel weiter gekommen aber sind die Wissenschaftler im Kampf gegen die großen Killer: Darmkrebs, Magenkrebs, Lungenkrebs, Brustkrebs, an denen immerhin jeder 5. Bundesbürger stirbt. Uns bleibt nur noch der kurze Blick auf das Wetter von morgen. Im Osten und Süden zunächst bedeckt und Regen. Im Tagesverlauf, wie bereits in den übrigen Gebieten, Übergang zu wechselnder Bewölkung mit einzelnen Schauern. Tiefstemperaturen 7 bis 12, Höchstwerte 11 bis 15 Grad. Mäßiger, im Norden frischer und in Böen starker bis stürmischer Wind aus Süd bis Südwest. Das war's für heute in den Tagesthemen. Die Kollegen der Tagesschau melden sich noch einmal mit letzten Nachrichten gegen 23:45 Uhr. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.